nothing but positive things from my family. They've been fantastic. Wir warten gespannt auf weitere Fragen. Der RBB ist ganz weit vorne heute Morgen. Ja. Ich bring's noch ein paar mehr Leute mit, also ich muss ein bisschen abarbeiten. How do you write? What do you need? Special coffee, special time, special place? Are you able to write in the subway or only in the kitchen, only in the bed? How do you write? I write everywhere. Once I'm in the story, I can't put it down. I can't leave it. I'd be writing on here if I was in the middle. I was just taking notes and what have you. I wrote a lot of this on my phone when I was going into work and on the tube and stuff. And then I'd come home and I'd beam it into my Mac and then type it up. I can write anywhere once I'm in the story. So I'm looking forward to getting back to that and becoming obsessed again. It's a great place to be. Somebody else's head. So. Vielleicht die Damen, die noch ein bisschen später gekommen sind, haben Sie vielleicht noch irgendwie eine Frage, die Sie gerne loswerden möchten? Erstmal nach vorne geht's. What do you read personally? I don't have a lot of time for reading. I used to read a lot. And I miss it. The last book I read was Shadow of Night by Deb Harkness, she's her trilogy. The first one was Discovery of Witches, and I've really enjoyed that. I like thrillers, romance, erotic romance, that sort of thing. And at the moment I'm reading a biography about the Duchess of I'm sorry, I have a terrible hangover this morning, which I should read. We shouldn't really tell you, but I have. Yes, I'm reading a book about the Duchess of Windsor at the moment. Gerne. Was bereitet Ihnen mehr Schwierigkeiten? Der Anfang eines Buches, der erste Satz oder das Ende eines Buches? That's a really interesting question. It's all difficult, really. I think the beginning, getting the beginning. It's you need to hook someone in and pull them right into a story, and that's tricky, I think. And I'm trying to rewrite this thing at the moment, and it's about when to give out information and exposition, and how you do it, how you drip feed that throughout the book, so you get to know these people better and better. So yeah, it's I'd say the beginning. Fragen werden gerne noch angenommen. Ganz hinten bitte. Ist in Ordnung, Sie können das gerne noch mal stellen. I was wondering, do you think the success you're having now would have been possible without all the e-publishing? So. I think not. I don't know. That's a question really for publishers more than me. I think for me the success has come through word of mouth. It's a word of mouth thing. Is that women say you've got to read this, you've got to read this. I've got everyone reading this, and then they get everyone reading it, and it just spreads that way. I think it really took off once it was available as a paperback in bookshops. So that's where it's really taken off too. So it's a difficult question to answer. I don't really know. That's my honest answer. Wie viel Prozent der deutschen Auflage ist denn das E-Book downgeloadet worden? Da gibt es keine Zahlen, wir haben keine Nummern über die E-Book-Verkaufszahlen, auch keine Prozentzahlen. Es gibt keine Zahlen. Okay. I actually don't know. I'm the last person to know about all of these things. People tell me nothing. Aber man kann ja auch immer so anhand von Facebook sehen, was eigentlich losgeht. Und wenn Goldmann irgendwas postet, das ist immer sehr lustig, was irgendwie mit Shades of Grey zusammenhängt, dann gehen gleich alle Klicks wieder nach oben und dann gibt es wieder unheimlich viele Likes. Also, ja, aber was wäre wenn? Das weiß man lieber nicht.
Sie haben auch ganz viele Fragen mitgebracht, ne? Großartig. Verfolgen Sie die Blogger-Szene auch, die vielen Rezensionen der Blogger im Internet? I did in the beginning, and now I just it's just too much, so I tend to not read it. Yeah, but book bloggers are amazing to get the word out for books, and they certainly really helped at the beginning of this. You know, when Good Shades Grey first came out, they were really helpful in getting the word out. And I think for lots of people who are with tiny ebook publishers or who self-publish, book bloggers are a lifeline to readers and things. They're amazing. Wir nehmen gerne noch Fragen entgegen. Ansonsten habe ich auch noch eine Frage zwischendurch. Wenn man so erfolgreich ist, 40 Millionen Exemplare weltweit und in Deutschland 1,8 und 1,4 für die ersten beiden Bände, ist es dann irgendwie so ein Druck, der gerade entsteht, dass man so sagt, okay, jetzt muss ich schreiben, weil am Anfang hast du ja einfach geschrieben, frei von der Leber weg. Yeah, I wrote the thing as a hobby, really. So this is, now I'm thinking, how do I follow this? And that's really quite frightening. I'm just going to see how it goes. Hopefully I'll write something else that people want to read. We'll see. Also ich denke, dass da ganz viele Leute drauf warten und ich gestehe, 3. Band ist bei mir zu Ende und ich hoffe, dass es noch einen 4. gibt oder einen 5. oder sowas. Weil wenn man das alles erstmal hintereinander weggelesen hat, dann fehlt dann irgendwas. Egal wo man so sitzt, da ist dann irgendwas viel zu viel. It's funny, I got an email from someone saying that they were reading the books for the 63rd time. Oh my God, you need an intervention. So yeah, people read them and read them and reread them. It's extraordinary. Ja, Sie, in der Mitte. Katrin, gibst du da? Genau. Mich würde interessieren, wie leicht und wie schwer es war, diese männliche Hauptfigur zu erschaffen. It was very easy. Use my fantasy. No, he's not a role model. He's really fucked up. He's not a role model at all. I wouldn't call him a role model. Also wenn wir ihm nie begegnen. Wir wünschen uns das alle. He's upstairs. That's why I'm so tired. Guter Humor. Wir rennen gleich alle ins Zimmer und möchten Autogramme haben. Ja, Anna und Christian haben die Menschen begeistert, und zwar weltweit, uns auch hier. Und ich glaube, da gibt es noch die eine oder andere Frage. Trauen Sie sich ruhig, Sie merken ja, Erika hat einen wahnsinnig guten Humor. Sie beißt nicht und sie beantwortet wirklich jede Frage. Nicht, dass Sie dann rausgehen und sagen, ich hätte ja ganz gerne noch eine Frage gestellt. Ansonsten beenden wir nämlich diese Pressekonferenz in den nächsten 5 Minuten. Genau, dann ist der Hangover auch nicht mehr so schlimm. Erstmal bitte rechts vorne. Ja, hallo, Nicole Huppertz von Cinema in My Head. Es wird ja ganz viel über die Bücher und über die Story und über Sie im Facebook, Twitter, überall in Presse. Gibt es irgendwas, das Sie ganz persönlich Ihren Lesern sagen möchten, ganz unabhängig von der Geschichte, von den Büchern, einfach irgendwas vom Herzen an Ihre Leser? I would like to say thank you very much for reading the books. It's very simple. I hope they've enjoyed them. They're supposed to be entertaining, and there's no message. I just want people to be. I just wanted to write a very entertaining story, so I would just like to say thank you for reading, and I hope it was entertaining. Oh ja, das war's. Danke. Und die Bloggerin darf weitermachen. Man liest ja jetzt immer mehr, dass Shades of Grey verfilmt werden soll. Haben Sie da wesentlich Einfluss auf die ganze Geschichte oder wie ist Ihre Meinung dazu, dass das verfilmt wird? It's interesting. I was wondering, should I do this? Should I or shouldn't I? Should I? Shouldn't I? And then I thought, sod it, who gets a chance to make a movie in Hollywood? So I thought, I'll do it. I want to get to, if I live to 80 and think, oh shit, I should have done that. I mean, yes, it's going to be a collaborative effort. I think
you know, they're very aware that there's a big fan base for this, and the connection to the fan base is through me, sort of thing. So I think they are, you know, I mean, it will be a collaborative process, so I will have a bit of a say in things and what I do. I'm looking forward to it. Aber da darf ich dann auch noch mal was als Leserin und als Kinogängerin sagen. Es ist ja oft so, wenn man das Buch liest, oder egal welches Buch man liest, man macht sich Vorstellungen, wie sieht er aus, wie sieht sie aus. Und wenn man dann die im Kino sieht, dann kann man entweder sagen, jo, die sind so wie in meiner Fantasie, oder übertreffen es, oder ich bin disappointed. Das ist ja dann auch immer, glaube ich, so als Autorin schwierig, wenn so ein Film dann rauskommt, wie reagiert dann das Publikum? Die Bücher werden geliebt. Und beim Film... Yeah, it's going to be interesting. I mean, on my Twitter all the time, I've got hundreds, thousands of people asking me who it's going to be, or putting forward the person that they think should be Christian, or they think should be Anna. And at the moment, it seems to be a war between the Matt Bomer and the Ian Somerhalder fans. It's going to be one or the other, they say. We haven't made any decisions about the casting, and I think, you know, there's some people will be delighted, whoever we pick, and some people will be disappointed. I don't know. We'll have to wait and see. Hopefully, we'll be able to bring people with us. Fragen an Erika. Der Kollege von der Deutschen Welle. Ihr Anfang ist ja sehr durchs Internet geprägt gewesen, dass Sie sich sozusagen bei Vampire Diaries viel bewegt haben, viel da geschrieben haben. Was sagt das sozusagen über Sie als Schriftstellerin aus? Ist das ein besonderer Stil, der auch dadurch geprägt ist? I mean, it wasn't Vampire Diaries. It started life as Twilight fan fiction, and I think for me, writing it, I wrote it a chapter at a time and posted it on the internet, or a version of the story anyway. And it was just a great. It was a really fun way of writing, and I think. I mean, I think what you get when you post a chapter at a time is, and people enjoy the story, is when's the next one, and it drives you to write the next one. So I think that's how it just drove me to complete the story, and it was very great fun. I mean, I just immersed myself in it, and I didn't do anything else for 2 years practically. So. I stopped watching telly, I stopped reading, I stopped going out. And my friend said, "Where the hell have you been? What have you been doing?" And now I can say, this is what I was doing.